So einfach kriegt ihr mich nicht. Jetzt höre ich erstmal die Welle ab hier. Wir sitzen aufrecht. Du bist jetzt der stolze Prinz und nicht der Kartoffelsack. Ich freue mich, dass er sich genauso anstellt wie ich. Hier ist schon eins angekreuzt. Was ist denn damit? Das sind Gipseier, die kannst du ruhig drin lassen. Okay, gut. Ach, herrlich. Immer wieder wirklich sehr, sehr verlockend. Die Ostsee vom Fischland. Aber dieser Verlockung erliegen wir diesmal nicht. Herzlich willkommen zum Hanseblick, der Dars von hinten. Denn da hinten, da gibt es auch noch ein Gewässer. Die Boddengewässer, und die knöpfen wir uns vor. Ist nicht unbedingt mehr ein Geheimtipp, aber wird doch von vielen immer noch ein bisschen übersehen. Deshalb erkunden wir dieses Revier gemeinsam zu Lande, in der Luft und natürlich auch auf dem Wasser. Los geht's. Gleich hinter Wustrow, wenn man auf dem Weg am Bodden bleibt, vorbei an den alten Bauernhäusern, liegt auch ein Strand. Ein Strand in Kleinformat. Guck, auch Achtern gibt es schöne Strände. Wasser nicht ganz so klar wie vorne an der Ostsee, aber wunderbar zum Einsteigen, um vielleicht zu paddeln, einfach mal ein bisschen sich zu sonnen. Oder aber, jetzt brauchen wir ein bisschen Geduld und ein gutes Auge. Mit ein bisschen Glück da haben wir einen. Sind nicht solche Hoschis wie auf Rügen, klar, aber man sieht ganz eindeutig Loch. Und mit Lochsteinen im Stall legen Hühner mehr Eier, so hieß es früher. Daher auch der Name Hühnergott. Geologen von heute finden Lochsteine auch interessant. Dass man diese Steine hier findet, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass das hier früher auch Ostsee war. Bevor diese Inselteile zusammengewachsen sind, war alles Ostsee. Am anderen Ende von Wustrow tauchen Getreidefelder und Weiden auf. Wer auf den Hof Hartmann kommt, muss allerdings damit rechnen, gleich mal eingespannt zu werden. Ist das der Hahn hier vorne? Ja, das ist der Hahn. Ja, sind 2 Stück mit drin. Also sind 223 Hennen und 2 Hähne. Frank Hartmann setzt bei seinen Hühnern allerdings nicht auf Hühnergötter. Hier ist schon eins angekreuzt. Was ist denn damit? Ja, das sind die weißen, sind alle angekreuzt. Das sind Gipseier, die kannst du ruhig drin lassen. Okay, gut. Die sollen quasi so ein bisschen Anreiz geben, da soll Genau. ich mich hinsetzen, ja? Ja, stolper nicht. Das ist ganz schön. Magst du die schon ins Auto bringen? Ja. Vor allem, sehr so schönes Rührei davon. Können wir dir machen. Als Nichtreiter bin ich nicht reiterisch ausgestattet. Das macht aber nichts, findet Franks Partnerin Frauke Bayer. So, Thilo, dann trennen wir die Pferde, damit du auch ein Lenkrad in der Hand hast. Hast du was mit Landwirtschaft zu tun? Nein, ich habe ursprünglich in der Neurologie gearbeitet, bei einem Mediziner als technische Hilfskraft mit, also neurologische Untersuchungen, wie eine Arzthelferin oder eine MTA. Dann habe ich, du bleibst stehen, Digga, komm, wir machen mal dein Pferd fertig. Danach habe ich noch umgeschult und mit meinem Ex-Mann eine Fremdsprachenschule gehabt, jahrelang in Rostock. Und seit 7 Jahren bin ich hier mit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und bin hier so Mädchen für alles. Die sind so eng, die Hosen. Nein, die Hose ist passend. Die ist elastisch, Thilo. Komm. Meine Güte. Ich kann dir aber auch einen Hocker holen. Nee, jetzt hab ich's. So. Und hoch die Kante, ich bin sportlich. Genau, gucke mal. Füße da rein, etwas tiefer. So, ganz entspannt hinsetzen. Wir sitzen aufrecht. Du bist jetzt der stolze Prinz und nicht der Kartoffelsack. Komm, Thilo, einfach ein bisschen die Beine rannehmen und mit hinterher.
Prinz Thilo also. Gar nicht schlecht. Größtenteils bewirtschaften wir das hier. Kennen Sie das? Die Pferde kennen das ins Wasser, ja. Jetzt treibst du weiter, lässt die Zügel etwas lockerer und gehst hier weiter rein. Na, hat sie ein bisschen Angst hier vor dem Wasser? Nö, ne? Bleib mal wieder gerade, Zügel kürzer, Thilo. So. Können Sie was trinken? Das dürfen Sie. Ferkel. Komm, wir können Trink noch ruhig ein was, Stückchen trink ruhig weiter. Und den Hacken wieder runter. Wer sich ein bisschen auskennt, hat es natürlich gesehen. Die Araberstute Jamila trägt mich eher freundlicherweise, als dass ich sie reite. Trotzdem war es ein toller Ausflug. Der Hartmannhof ist ein Biobetrieb, aber nicht ganz freiwillig. Mitten in der Urlaubsregion Fischland-Darß-Zingst stieß konventionelle Landwirtschaft nämlich auf immer mehr Kritik. Mit der Biolandwirtschaft und mit Ferien- und Reitgästen kommt der Hof aber auch zurecht. Also das ist das Rührei der Hühner, die wir heute früh quasi bestohlen haben. Aus den Eiern von heute Morgen hat Frauke das Rührei gezaubert, ja. Und Spiellein. Mit am Tisch Antonia im freiwilligen ökologischen Jahr. Und Timo Hartmann, sehr einverstanden mit dem Vater. Die Landwirtschaft ist wichtig dafür, dass wir uns ernähren können. Und das müssen wir einfach, da müssen wir die Bevölkerung mitnehmen. Halte ich für wichtig. Und das mache ich auch gern und ich glaube, das machen wir alle gern. Und wenn wir da abends gemütlich beim Bierchen sitzen, ist das noch interessanter. Interessanter für die Gäste, für die Hofladenkunden und den Bauern, weil schließlich jeder immer dazulernt. Durch die Boddenwiesen geht es weiter. Der Weg führt durch den Ahrenshofer Hafen von Althagen. Hier geht das Fischland in den Darß über. Nächste Verabredung in Born. Es ist mal wieder Zeit für mich, das Gefährt zu wechseln. Das ist bei mir richtig. Das kommt gerade recht. Schön erwärmt schon. Das ist gut. Ich habe ein bisschen Bedenken wegen des Windes. Nee, musst du nicht. Nee? Nee. Wird das nicht zu kippelig? Nein, du siehst sportlich aus und überhaupt. Aber die Dinger sehen schmal aus. Die sind schmal, ja, das ist doch schön. Schmal ist gut, schmal ist schnell. Schmal ist nicht unbedingt kipplig. Heute haben wir östlichen Wind, genau ein bisschen südlich schon gedreht. Für die Fahrt in den schnittigen Kajaks hat Henrik Schmidbauer einen ganz entscheidenden Tipp. Schön weich in der Hüfte bleiben. Und du hast ein Steuer und wenn du merkst, das geht aus dem Kurs, dann steuerst du halt so, dass du die Fahrrichtung beibehältst. Dann fahren wir vor. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich uns auch. Und als hätte ich's gewusst, der nächste Test für Prinz Thilo mit den weichen Hüften lässt nicht lange auf sich warten. Ja. Da war der weiche Moment. Ja, genau. Man sagt auch, jede 7. Welle ist höher. Und jetzt ist entspannter hier, ne? Ja, jetzt ist wunderbar. Ah, sag ich doch. Aber du hattest schon ein bisschen Bedenken, ne, dass du mich rausfischen musst, oder? Nein, nie. Ach. Ich will die Leute wirklich abholen, mal sagen, guck mal, kommt mal runter. Ich zeige euch mal neue Blickwinkel. Und wir verschwinden mal hinterm Schilf und dann ist plötzlich ganz, ganz still. Und ihr könnt mal auf euch hören und wir haben gute Gespräche miteinander. Was meinst du, wie tief das jetzt hier ist? Tja, wenn du schon so fragst, 1,50 Meter? Nee, 1 Meter. Ach, echt? Ja. Und jetzt ist viel Wasser im Bodden, weil durch die Ostsee wird das Wasser reingedrückt. Und was machst du als Kajak-Guide im Winter? Schlafen. Oder meine andere Antwort ist, wir haben 5 Kinder. Okay. Nee, du, es gibt genug zu tun. Wir haben noch ein altes Haus, was wir an Gäste vermieten, auch ein Denkmal, sehr aufwendig rekonstruiert. Aha. Das braucht auch so seine Liebe und seine Pflege. Ja. Meine Frau ist selbstständig Okay. mit einer Teestube im Laden. Da ist auch ständig was zu managen.
Nach fast 40 Jahren auf dem Darß kennt Hendrik Schmidbauer hier jeden Winkel. Er war jahrelang in der Kurverwaltung aktiv und noch länger als Outdoor-Unternehmer. An den streng geschützten Bülten, den Schilfinseln im Bodden, verrät er seine ganz leichte Vorliebe. Ich finde die Rückseite wirklich spannender. Natürlich haben wir an der Westküste oder auch wenn ein richtiger Nordsturm ist oder wenn auch mal gar kein Wind ist, so auf der Ostsee ist es auch klasse. Aber hier hast du mal einen ganz weiten Blick, fährst zwischen Schilf durch, dann ist es ganz eng. Dann ist der Bodden, der kann auch richtig böse sein, was viele nicht denken. Ach, lassen Sie uns mal lieber auf den Bodden fahren. Ich sage, nee, heute wäre Ostsee für uns alle das Bessere. Nee, das glauben wir nicht. Ne? Und dann kommen wir an den Strand und wir haben gar keine Welle. Und auf dem Bodden tobt es. Und ich finde den Bereich östlich der Halbinsel, da wo sich der Bodden in die Ostsee ergießt, das ist so ein Kraftort für mich. Da kann ich einfach nur sitzen am Ufer und schauen oder ins Boot und gar nicht paddeln. Einfach nur sitzen und genießen. Und immer reiner, immer rein, immer ins Herz, immer Glücksperlen sammeln, wie auch immer. Und das ist ja das, was uns so abgeht. Wir sind ja so auf Jagd nach höher, schneller, weiter. Und hier liegt das Geniale in der Zurückgenommenheit und in diesen kleinen Momenten. Das ist das, was auch die Boddenseite eben so ausmacht. Ein Dorf weiter im Hafen von Wiek hat unsere nächste Glücksperle sogar einen Namen. Tim Ehlert. Hier ist er. Hier ist er. Man hat mir geflüstert, es gibt schöne Fischbrötchen am Wieker Hafen, aber da war nichts. Ja, bis jetzt noch nicht. Ich bin noch beim Vorbereiten, beim Aufbauen und dann geht's nachher gleich los. War Tit, ne? Ja, Watit. Brauchst ein bisschen Zwiebeln Hilfe. müssen wir noch schneiden und Salat und dann können wir los. Dann kannst du auch fahren, wenn du willst. Das ist mal ein anderer Schnack als mit deinem Fahrrad. Das kannst du wohl sagen. Wie viel Kilo Gesamtgewicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was Aber schleppst du da mit dir rum? Schwer zu sagen, wirklich. Aber ich habe auf jeden Fall eine andere Übersetzung drauf gebaut, weil es war mit der Originalübersetzung war das nicht möglich, das Ding vorwärts zu kriegen. Das ist ein Untergestell von einer indischen Rikscha. Und die müssen ganz schöne Oberschenkel haben, die Inder. Aber das ist alles selbst gebaut, ja? Ja, die Kiste hinten drauf, das ist alles selbst gebaut. Was hast du denn heute im Angebot überhaupt? Heute gibt's Matjes, wie jeden Tag. Matjes, Bismarckbrötchen Und Matthias. und Matjes. Matjes mit Pflaumenmus, Matjes mit einer Sanddorn-Mango-Konfitüre, Matjes Hotdog-Art, Matjes. Und den Fisch kriegst du woher? Den kriege ich vom Großhändler. Also die Legende, dass du hier früh Ist eine Legende. auf den Bodden fährst und die ist eine Sachen selbst Legende, holst. auf jeden Fall. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, Fischbrötchen zu verkaufen auf dem Darß ist ja jetzt keine ganz neue Idee. Ne? Das haben ja schon vor dir schon Dutzende Leute gemacht. Warum brauchte Wiek nur auch noch einen Fischbrötchenverkäufer Ein Fischbrötchenverkäufer. mit Fahrrad? Ja, also ich war viel unterwegs. Ich habe viel am Theater gearbeitet als Schauspieler. Und naja, jetzt mit Familie, Kinder, da muss ich irgendwie was anderes einfallen lassen. Und Fischbrötchen gab es bei uns noch nicht am Hafen. Und deswegen... Oh, tut dir nicht weh. Und deswegen dachte ich, okay, das wäre vielleicht eine Idee. Edle Matjesfilets in Pflanzenöl nach nordischer Art. Im Aufguss. Ist es wirklich selbst, also hast du selbst ein Rezept? Das ist selbst gemacht, ja. Selbst? Nee, ich muss ja ausweisen, was ich so verkaufe. Setz den Helm auf! Den brauchst du. Ich kann nicht umkippen. So, dann einmal da vorne ist mein Platz, da müssen wir hin. Wo? Hier? Alles hat mir Tim erklärt, nur nicht, dass ich auf diesem Gefährt auch eine weiche Hüfte brauche. Einmal so einen Kreis fahren, genau, ja, richtig. Scheiße! Ja, das sind die Tücken hier. Das war der Stein hier. Alles gut, Oh war Gott, nur du der lachst. Eimer. Zum Glück lachst du. War nur der Ich habe Eimer. gedacht, ich habe hier eine Weide mitgenommen. Der Eimer ist an diesem Stein hängen geblieben. Ich weiß, jetzt hast du den Stein kaputt gemacht. Scheiße. Alles gut. Oh Gott. Der Haken ist noch dran, ist ein bisschen verbogen, aber den kriegen wir wieder hin. Okay. Als erstes erstmal Stromanschluss. Ja, du holst hier wieder erstmal den Sitz, ne? Ach, das ist ein Das ist ein Sitz, ja, ein Klappstuhl. So. Ich habe gedacht, das wäre auch ein Schild. Kriegst du den oder- hin? Kriegst du den zusammen? Moment. Also, Ja, das ist so eine Sache mit Klappstühlen. ja. Warte mal, Waldemar. Also, Ja, Festivalbesucher wissen, wie es geht.
Super. So, Sehr jetzt gut. setz dich einfach hier hin. Nee. Setz dich einfach hier hin und mach Mach bitte nichts mehr kaputt. Mach nichts mehr kaputt. Okay. Aha, hier. Verhakt. Das muss noch eine andere Stange sein. Ist hier noch so ein Mittelstück, Tim? Machst du schon wieder alles kaputt? Ist hier noch ein Mittelstück oder kommt das hier durch? Ja, das ist mit Trick 17. Warte mal. Am besten, man lässt den Wind alles machen. Mal den Wind halten und dann geht es eigentlich von alleine auf. Also eigentlich. Manchmal aber auch nicht. Ich freue mich, dass er sich genauso Ja. anstellt wie ich. So, Ling. Tut dir nicht weh wieder jetzt. Also. Ey, sag mal! Ah, siehst du. Super. Prost. Boah. Die ersten Kunden heute sind aus dem Siegerland. Heute ist ja noch schön mit dem Wetter. Sie sind gerade erst auf den Dars gezogen. Bitteschön. Und jetzt? Essen. Sie mag Fisch, er noch nicht so. Das ist jetzt die Dars-Variante des Hotdogs, ja? So ist es. Aber hier, das ist sehr lecker. Sehr gut. Wirklich super. Kompliment. Gut. Der Reiter nimmt doch lieber ein Bier, wie ich den kenne, oder? Ja, na. Dafür ist noch zu früh heute. Ach komm. Ist nie zu früh für Bier. Soll ich die schon mal rausreißen? Ja, hast du Glück, wir haben hier gerade einen Mad-Dog. Mad Dog für? Bitte schön. Was war das? Was muss noch weg? Wir haben ja noch beides. Wir haben hier noch Fischers Fritze und einmal noch Mad Dog. Na, dann nehme ich Fischers Fritze. Und Bier. Kriegen die Pferde auch was? Nee. Die müssen arbeiten, da gibt's noch nichts. So ein kleines Brötchen vielleicht? Hm? Das können sie vertragen, das geht schon. Können die Das ist ja Brötchen haben, Tim? Ja. Ein Service heute. Siehst du, guck mal hier. Das schmeckt dir nicht? Doch, ne? Ja. Sensationell. Wohin des Wegs? Wir müssen aufs Gut, zum Gut Dars. Aufs Nach Gut. Born. Das hört sich so richtig herrschaftlich an. Diese Ausstattung, die Mütze, wir müssen aufs Gut. Wir müssen Nicht aufs so, Gut. als ob euch die halbe Insel hier gehört. Na, das ist der Geschäftsführer von Gubar. Ach so. Wir wollen heute eine Rinderherde kontrollieren, eine Mutterkuhherde. Und haben uns da mit Freunden verabredet und werden vorsichtig mit den Pferden zu den Rindern reiten. Kann man sich das angucken? Na klar, wir nehmen dich gerne mit. Also solange ich jetzt nicht selbst den Rodeo spielen muss. Das können wir gerne machen. Wir wollen heute Nachmittag nach Born reiten und treffen uns da mit ein paar anderen Cowboys. Weil alleine geht sowas natürlich nicht. Da braucht man Unterstützung und muss sich blind auf die Truppe verlassen. Was es auch wieder spannend macht, weil es mehr oder weniger dann eigentlich ein Teamsport ist. Da bin ich Ja, schon mal man gespannt. verbindet natürlich dann alles. Oh, guck mal hier, das gibt da also. Alter Schwede. Nein! Freundchen! Gerade wurde noch gesagt, du bist so ein Freundchen. verträglicher Typ hier. Dann holt er sich die Brötchen selbst. Dann kannst du es jetzt auch haben. Mein Pferd wird sowas ja nie machen. Tim, ich wollte auch noch ein Brötchen. Ohne Brötchen, dafür aber gespannt, geht's noch mal zurück nach Born. Die Reitlehrerin Katharina Manske passt auf mich auf. Wo sind sie denn, unsere Rinder? Ja, aber ein Stückchen müssen wir noch. So, hier ist Endstation. Jetzt siehst du hier unsere Mutterkuhherde. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, um... Schade. Aber ich sehe das ein, ja. Es hat bis hierhin Spaß gemacht, aber jetzt wird es wahrscheinlich auch richtig ungemütlich. Ihr versucht jetzt mit den Pferden, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Kuhherde einzukreisen. Genau, das Ganze nennt sich in der Fachsprache Setteln. Also wir werden uns aufteilen und werden uns am Zaun langsam entlang schleichen und werden dann versuchen, die Herde zu setteln, also sprich zu sammeln, dass wir die auf einen bestimmten Fleck, wir wollen sie da frontal vor die Heuballen schieben, zusammenführen in einen Kreis und uns dann drumherum positionieren können, dass wir sie quasi wie ein lebendiger Zaun da halten können.
Durch diese Maske kann das Pferd übrigens durchgucken. Sie soll lediglich Sonne und Insekten abhalten. Die norddeutschen Cowboys sind auch sonst rücksichtsvoller als ihre Kollegen aus Amerika. Okay, ihr Lieben. Ihr habt gerade gesehen, da hinten hat eine Kuh gerade frisch gekalbt. Also müssen wir die Ecke auslassen heute. Super. Viel Spaß! Christian Becker achtet darauf, dass der Spaß nicht auf Kosten der Kühe geht. Der sanfte Druck funktioniert. Die Herde setzt sich langsam in Bewegung. Und auch einzelne Kühe lassen sich nun bewegen, ohne dass gleich die ganze Herde reagiert. Im Idealfall ist das ein Spiel fürs Pferd, der Kuh den Weg abschneiden. Sollte ein Rind mal krank sein oder verletzt, ist diese Übung praktischer, als gleich die ganze Herde in ein Gatter zu treiben. Aber auch die geduldigste Kuh ist irgendwann mal genervt. Und das ist das Interessante, ne? Den Mumm hat sie jetzt auch nicht. Dann zu sagen, okay, ich nehme den Kopf runter und sag zu dir, Pferd, zieh Leine. Guck mal, steht gerade auf. Nach weniger als einer Stunde ist das Kälbchen auf die Beine gekommen. Die Reiter haben schön gesettelt und die Kühe ziehen nun wieder in Ruhe an ihren Futterplatz. Aber ehrlich gesagt, als Pedalritter fühle ich mich dann doch etwas wohler. Es geht nochmal zurück nach Wiek. Wir haben das Wetter, das sich alle DARS-Besucher wünschen. Bis auf eine, Katrin Borgwardt, ist unzufrieden, weil zu wenig Wind ist. Genau, wir brauchen nämlich, um aufs Wasser zu gehen und damit unsere Kites fliegen, Wind. Wir brauchen mindestens 4 Windstärken, haben wir heute aber leider nicht. Was machen wir stattdessen? Wir gehen Floß fahren mit dem DARS-Floß und wir gehen Stand-Up-Paddeln, Thilo. Stand-Up-Paddeln habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, als ob das der... Ist das Rentnersport? Nee, also wir werden es mal ausprobieren. Ich glaube, du wirst trotzdem Spaß haben. Das ist immer für uns so die perfekte Nullwind-Alternative. Man kann sich trotzdem bewegen, ist relativ leicht zu transportieren und das kann jeder machen. Wenn du das so rumhältst, dann muss das Paddelblatt da sein, wo deine Schulter ist. Also dann hast du das Paddel perfekt eingestellt. Also ein bisschen tiefer hier, ja? Wie viel Volumen haben die? Die sind schon sehr groß, ne, oder? Ja, genau. Die haben jetzt 250 Liter. Also könnte man auch bei Welle... Also da kannst du auch mit der Family raufgehen. Ich habe jetzt nicht die kleinsten Boards genommen, damit du nicht anbaden gehst heute. Dann brauchen wir noch eine Finne. Genau, die stecken wir hier hinten in den Finnenkasten. Das kleine Hexenhäuschen hier? Genau. Wo? Wir machen die Boards aufs Dach. Warte mal. Teamwork, perfekt. So, jetzt kannst du zurück. Danke dir. Du kennst quasi keinen Winter. Du kennst immer nur die Sommer- und Sonnenseiten des Lebens. Genau, das ist richtig? tatsächlich so, weil ich seit 18 Jahren halt zwischen Deutschland und den Philippinen pendel. Und dieses Jahr hatte ich ein Problem. Aufgrund von Corona waren die Grenzen geschlossen, sodass ich erstmalig mir Wintersachen kaufen musste, was wirklich ein Problem war. Ich bin dann nicht komplett im Winter geblieben, war auch ein bisschen in wärmeren Gefilden, aber habe auch mir das erste Mal in 20 Jahren Schnee in der Schweiz angeguckt. Also viele Leute, die so auswandern und an südlichen Stränden ihr Auskommen suchen, die bleiben ja dann irgendwann hängen. Aber dich zieht es immer wieder her zurück? Nee, das ist schon perfekt. Also erstmal erdet mich Deutschland natürlich. Ich habe eigentlich alles doppelt. Ne? Ich habe hier genauso viele Freunde wie auf den Philippinen. Freue mich im Sommer auch hier zu sein. Mir fehlt dann auch einfach ein normaler Kaffeebesuch oder mal ein Konzert oder ein Open-Air-Festival. Und von daher Europa im Sommer ist schon gut. Perfekt. Ist hier? Nicht, also du kannst stehen. Echt, ja? Das muss ich alleine schaffen. Das ist ja das A und O schon mal.
So. Also, man sieht gleich, wie die Rollen verteilt sind. Katrin ist Profi. Katrin hat einen kurzen Anzug, weil sie weiß, sie fällt nicht rein. Und ich habe den langen, weil mir das wahrscheinlich nicht erspart bleiben wird. Machst du noch mal den? Und weil mir die Rentner das bestimmt auch gerade alle wünschen. So. Ich war vorhin ein bisschen überheblich, das gebe ich zu. Ich halte das erstmal noch fest. Ja? Ist das meins eigentlich? Ja, ja. Okay. Also sind beide gleich, von daher. Genau. Okay. Warte, dann kriegst du noch dein Paddel. Wenn du dein Paddel im Wasser hast, ist es immer stabiler, als wenn du es in der Luft hast. Ne? Also dein Paddel ist sozusagen wie so eine Stütze im Wasser. Ja. Okay, also du bleibst jetzt Das erstmal ist deins. Ach so, sorry. Gut, ich komme gleich nach und dann zeige ich dir, wie wir dann langsam aufstehen. Dann machen wir ein paar Paddelübungen Ja. und dann versuchen wir auch aufzustehen. Ja, ist doch ein bisschen anspruchsvoller, als ich dachte. Auf die Höhe vom Griff. Ja. Und Katrin ist übrigens Weltklasse-Kitesurferin. Für die Profisportlerin ist jedes Brett Spaß und Sportgerät. wir machen Sonnenuntergangstouren hier auf dem Damm. Da paddeln wir so 2-3 Kilometer mit den Anfängern. Aber ist ja mittlerweile auch eine Wettkampfsportart. Da gibt es auch Marathons. Du hast 50 Kilometer Rennen. Und dann nutzen das natürlich viele Leute, wie ursprünglich beim Kajakfahren oder Kanufahren zum Wasserwandern. Ich komme gerade zurück. Ich war in Ägypten und bin 200 Kilometer den Nil gepaddelt. Wow. Aber mega! Naja, nur übertreibt man nicht. Doch keine Schwimmstunde. Ah, vielen Dank. So einfach kriegt ihr mich nicht. Jetzt höre ich erstmal die Welle ab hier. Die schmalste Stelle der Halbinselkette, Prerow. Links oben schon die Ostsee, dann der Prerow-Strom und die Boddenwiesen. Hier steht auch die älteste Kirche der Halbinseln, auf dem Seemannskirchenfriedhof, Erinnerungen an alte Zeiten. Die Seemannskirchenpastorin allerdings ist erst auf dem Weg hierher. Im Stralsunder Yachthafen finden wir sie. Könnt ihr noch einen leichten Matrosen gebrauchen auf der Apja? Dann willkommen an Bord. Die Apja ist das Schiff von Pastorin Ines Dobbe und soll zum ersten Mal nach Prerow. Hallo. Guten Tag. Tag, Dino. Hier hinten brauche ich 2 Männer. Hier einen starken und hier einen großen. Also, Segelkamerad und Kapitän in Pension Nils Schmidt ist heute der Skipper. Er kennt sich aus in diesem Revier. Was bedeutet der Schiffsname eigentlich? Apja? Oder Apia oder wie sagt man? hat sich in einer Welle. Ja, Apia ist die Hauptstadt von Samoa. Ah, aber mit dem Schiff kommst du nicht nach Samoa. Glaube nicht. Glaube nicht. Aber So. ist das ein Sehnsuchtsziel oder nee, hieß schon so, ne? Als du es Hieß gekauft so und es blinkt ja Unglück, ein Schiff umzutaufen. hast. Ja, das habe ich auch schon Nicht, gehört. dass ich abergläubisch wäre, aber Nein. es muss nicht sein. Die Windvorhersage bedeutet entweder Kreuzkurs und viele Manöver oder Motorfahrt. Das aber kommt für Ines Dobbe überhaupt nicht in Frage. Die gebürtige Berlinerin segelt Ja, zwar ich geh erst mal seit ein 3 bisschen Jahren, aber dafür mit Leidenschaft. Warte mal. Ihre Pfarrstelle in Prerow war da fast schon wie eine Gottesfügung. Ja, warte. Nee, ist noch nicht. Warte, ich habe noch nicht gezogen. Jetzt. Und Zündung aus. Ah, So, der schönste Moment. der schönste Moment, das ist es. Am östlichen Ende der Halbinselkette geht der Bodden fast unmerklich in die Ostsee über. Eine echte Lagune. Alles klar zur Wende, wir haben wenig Wind. Reh.
nettes Ruhekissen hier. Und vor allen Dingen, wenn die Arbeit gemacht wird. Viele Wendemanöver später erreichen wir die Meiningenbrücke, früher als erwartet. Der Übergang vom Barther zum Bodstedter Bodden ist von der Brücke versperrt und wird für Schiffe nur 4-mal am Tag geöffnet. In der Wartezeit verteilt die Kapitänin noch mal ein bisschen Arbeit. Seid ihr tüchtig mitgesegelt und hast gut gesteuert, auch bei den ganzen Wänden. An manchen Stellen geht es ganz gut, aber manche Stellen sind einfach zu und zu hartnäckig. Also meine Süße hier, die ist ja flott unterwegs nach Prerow. Als wollte sie da gerne hin. Ines, was ist das für ein Gefühl? Das erste Mal von Seeseite nach Prerow reinfahren? Das ist ein schönes Gefühl. Die Pastorin der Seemannskirche fährt mit einem eigenen Schiff vor. Das hat doch was, oder? Vom Wasser wieder auf den Asphalt, von Prerow ins nächste Nachbardorf. Hier auf dem Imkerhof habe ich Bienensurren erwartet, aber keinen Hallo. Akkuschrauber. Hallo, Ja, Martin. man hört auch mal den Akkuschrauber. Ich grüße dich. Na, was wird das? Ja, ich bereite hier gerade eine Nisthilfe für Wildbienen vor und habe hier wunderschönes Hartholz. Und da muss der Akkuschrauber auch mal ein bisschen stärker summen. Es ist ja sowieso ein bisschen irreführend. Also wenn man draußen liest Imkerhof, dann erwartet man einen Imker im weißen Anzug mit Netz davor und ganz viel surrende Bienenwaben. Aber das ist nicht euer Ziel, ne? In erster Linie Honig zu generieren. Ne? Ja, ist richtig. Also dieses Bild erfüllen wir phasenweise auch. Aber bei uns steht wirklich im Vordergrund Umweltbildung und Artenschutz. Und deswegen gibt es hier auch eine Schüler-AG in Zusammenarbeit mit der Zingster Schule. Wir sind jetzt auf der Suche nach den sogenannten Weiselzellen. Das hatten wir jetzt im anderen Stand besprochen und gezeigt. Das sind relativ große Königenzellen. Und wenn wir die jetzt finden, dann ist das ein Zeichen, dass die schwärmen wollen. Und dann entnimmt man diese Wabe mit dieser Zelle und bildet einen sogenannten Ableger, macht ein neues Volk damit. Habt ihr gar keine Angst, dass ihr gestochen werdet? Oder so? Schon mal gestochen worden? Also, aber nicht hier. Klar gibt es immer mal eine Biene, die auch sagt, so jetzt nicht. Und dann gibt es auch einen. Aber ich glaube, bis jetzt waren alle verschont. Wir wollen das auch nicht provozieren. Wo führt dieses Kabel hin dort? Das ist, unten drin ist ein Sensor, Ach so. Temperaturfühler, Ah, okay. Gewicht wird gemessen, die Raumfeuchte und die Außentemperatur. Aha. Wichtig wird es immer, wenn sie überall krabbeln. Ja, ja. Schon mal selbst Honig gemacht und probiert? Und Das machen wir dieses Jahr jetzt zum ersten Mal. Ne? Weil im ersten Jahr, wenn man Bienenvölker gründet, ist es immer Jungvolk, Ableger, ein Schwarm. Und erst im zweiten Jahr wird es dann ein Wirtschaftsvolk und dann kann man auch wirklich ernten. Gehen wir doch mal einfach. Schon Vater Trölenburg ist hier Imker gewesen. Martin ist zwar im Hauptberuf Feuerwehrmann, aber den Imkerhof will er unbedingt in die nächste Generation führen. Am Horizont Dars und Zingst. Das ist jetzt die Festlandseite vom Bodden. Kriegt ihr das alleine hin, Männer, oder braucht ihr Hilfe? Oh, kann schon zur Hand gehen, ne? Ja. Wir sind in Bodstedt, langes O, bitteschön. Bodstedt an der Südseite des Boddens, die Heimat der Ceesboote, diese wunderschönen alten Arbeitsschiffe der Region. Und das hier ist die Martha, betrieben von Martin Rurik und Johannes Winter. So, also, das ist das Vorsegel oder was? Nee, das ist das Gaffeltop. Gaffeltop, okay. Lasst mich mit anpacken. So, als allererstes Mal müssen wir es ausrollen. Das heißt? Naja, ausrollen. So, jetzt 10 Minuten. Okay, Kapitän werde ich hier wohl nicht mehr.
Und zack, da steht er. Menschenskinder, sind wir gut. Da oben ist der Wind ja noch ein bisschen kräftiger. In 10 Meter Höhe. Das ist das, genau. Das hat noch mal so oben drauf so ein Zipfelchen. Genau. Ne? Und dann kannst du natürlich viel hilft viel, ne? So. So, den Schlüssel zurück. Einmal die Woche macht ihr Regatta her? Ja, also vom Verein. Ne? Unsere kleine, ich sage immer Clubregatta. Ne? Und, Nur vom Boot steht aus, oder? Vom Boot steht aus, ja. Ja. So ist gut, ne? Ich habe ja selber mal Bootsbauer gelernt und habe damals in meiner Lehre auch bei 2 Projekten mitgeholfen, die wieder ins Leben zurückzuholen. Und ja, wenn du dann ein bisschen die Eingeweide von so einem Boot reinkrabbelst und Planken rausreißt und wieder neu machst und Spanten und hier und da, naja, man baut auch ein bisschen mehr Seele von sich selber mit rein. Das? Das ist Auch wenn von Segeln gerade nicht so die Rede sein kann, das hier hinterm Dars, das ist sein Revier. Das hat hier mehr Reiz, das hat hier mehr Abwechslung, weil das sieht hier hinter jeder Bucht sieht's hier anders aus. Jeder Tag ist anders, jede Stimmung ist anders. Na, wenn da die Sonne untergeht, dann siehst du den gesamten Baumreihen hier nicht mehr. Da ist alles so knall in diesem untergehenden Rot getaucht. Du siehst die Sonne so, auch bei so einem Wetter hier, ne? Dann spiegelt sich das so schön. Also das finden schon die Gäste dann richtig genial, ne? Wenn die mit uns fahren. Ein bisschen mehr könnte es sein. Wie viel verträgst du? Ach, eine Menge. Aber dann kann sie zu Wildsau werden. Ich würde mal sagen, unsere letzte Hoffnung auf ein bisschen Wind ist gerade an uns vorbeigezogen. Die Zelle blieb energielos. Was machen wir, Martin? Tja, vom Fleck kommen wir nicht mehr richtig, ne? Du hast gesagt, früher sind sie gerudert. Aber du packst jetzt nicht den Riemen aus für uns. Wenn du möchtest, ne? Nee, Komm, wenn den Penta. jetzt machen Hau wir den jetzt Penta den Motor an und dann werden wir mal ganz gemütlich reinfahren, ne? Oh, du bist ja fix hier mit. Und wie sage ich immer so schön, das soll es gewesen sein, ne? Mhm. Aber da gibt es noch einen Ort, Saal unten an der Boddenküste, der bekannt ist für seinen guten Wind. Wie ist denn das? Also, sieht so ein bisschen aus von der Vorbereitung her so wie Kitesurfen. Aber Kitesurfen ist ja wahnsinnig aufwendig. Da muss man diese Leinen legen und das Trapez und hin und her. Genau. Das sieht so aus, als ob es ein bisschen einfacher in der Vorbereitung ist, dass es relativ schnell geht. Ja, genau. Man lässt die Leinen im Prinzip weg. Die Leinen werden nachher ergänzt durch unsere Arme. Und ja, es ist deutlich einfacher und ist auch ein Ticken kleiner. Also es pumpt sich schneller auf. Die ersten Meter sind steinig. Da muss man ganz vorsichtig und langsam laufen. Dann kann man erstmal vom Erlernen her ist es tatsächlich leichter als beim Windsurfen, weil man eben schneller in dieses Gleitgefühl reinkommen kann. Weil der Wing, der hebt einen mal leicht aus dem Wasser raus. Und beim klassischen Windsurfen ist man ja doch immer in Querkräften unterwegs und braucht zum Gleiten halt schon mal ein paar Tage länger, um das zu lernen. Die bleibt jetzt sozusagen vorne, weil wir nach links jetzt auch unsere Brettspitze haben. Und jetzt pünktlich zum Kursstart beginnt der Wind. Genau, jetzt schön so hinstellen. Schön in die Knie, schön tief bleiben. Super. Und dann probiert den Wing einfach nur mal so zu halten, nach vorne zu gucken und zu genießen. Ich habe ja schon rausgehört, Daniel, du warst in vielen Surfspots auf der Welt unterwegs und kannst es vergleichen. Was macht den Saaler Bodden aus im Vergleich zu Chile, Südafrika, Mauritius? Ja, man kann wirklich guten Gewissens behaupten, wir haben wirklich ein perfektes Surfrevier gerade zum Lernen. Also der Saaler Bodden hat ja hier diesen Stehbereich und das ist weltweit wirklich selten zu bekommen, dass man einen Stehbereich hat mit wenig Stein oder eigentlich gar keinen Stein, außer im Einstieg ein paar. Ihr habt ja normalerweise konstanten Wind und guten Genau, Wind. normalerweise konstant. Der Sommer ist natürlich immer eine Phase, wo es dann auch tricky wird, aber genau, das ist die Herausforderung bei dem Sport und auch das Schöne, dass man da in der Natur sich darauf einstellen muss. Richtig schön wäre es ja, wenn man sich den Wind, den man braucht, auch selbst machen könnte. Auf der letzten Station unserer Reise soll genau das klappen. Gleich 8 Männer sind mit von der Partie.
Nee, die gleichen sich aus hier. Das ist nicht so dramatisch. Also 1,5 Tonnen schaffen sie nicht. So schwer sind sie auf keinen Fall zusammen und das könnten wir mitnehmen. Also, gut, ja, dann herzlich willkommen. Mein Name ist Holger Röhr. Ich werde jetzt heute durch die Gegend fliegen. Unsere kleine Antonov 2, Baujahr 1975. Der sieht ein bisschen neuer aus hier, der Propeller, ne? Ja. Das ist bei Flugzeugen so. Ne? Also wenn die Baujahr irgendwas sind, das sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Weil ja bestimmte Komponenten dann immer laufzeitbegrenzt sind und die werden einfach periodisch ausgetauscht. Ja, und so ein Propeller, der hat ja beispielsweise nach einer Grundüberholung hat ja eine begrenzte Zeit, 1000 Stunden, und der muss ja so oder so, also nee, stimmt nicht, 1500 Stunden hat der Propeller und dann wird er getauscht. Also das ist nicht mehr das, was original 1975 da mal aufgebaut wurde. Beim Triebwerk das Gleiche, das ist jetzt seit 3 Jahren drin. Das hat nämlich 1000 Stunden. So. Der Motor des ehemals sowjetischen Klassikers ist also fast neu. Ihn anzulassen erfordert dann aber doch eine echte Prozedur. Fast wie im vergangenen Jahrhundert, als sich das Flugwesen entwickelte. Die Maschine läuft schon beim ersten Startversuch. Die Handykamera auch, und nach nicht einmal 200 Metern Anlauf schwingt sich die Antonov hinauf in den Himmel. Und wäre es nicht ohnehin zu laut, es verschlüge einem die Sprache. Und jetzt geht's nochmal mit 180 Sachen über den Dars. Ich hatte es Ihnen ja versprochen, wir erkunden unser Revier zu Land, zu Wasser und auch aus der Luft. Das Schönste zum Schluss, wie ich finde, eine herrliche Perspektive. Der Dars von hinten, von oben, von rechts, von links, ganz egal. Schön ist es hier überall. Das war der Hanseblick.